unserer freien Zeit ist es ganz besonders wichtig, dass wir jemanden haben, jemanden kennen oder mit jemandem zusammen sein können, sodass wir nicht allein sind. Jeder von uns weiß es, dass das Alleinsein oft traurig und einsam machen kann. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir vom Ich zum Wir, zur Gemeinsamkeit finden. Denn gemeinsam sind wir mehr, gemeinsam fühlen wir uns wohler und gemeinsam sind wir uns stärker. Ich möchte euch einladen zu einem wunderschönen Text von Bert, Ich und Wir. Liebe Zuhörer, der Sonntag ist ein Gemeinschaftstag. Wie trostlos, wenn wir ihn alleine verbringen müssen. Das gilt auch sonst in unserem Leben. Laufend sind wir auf andere angewiesen, damit wir uns glücklich fühlen können. Das Ich alleine kann nicht glücklich sein. Daher sage ich heute etwas über Ich und Wir. Ich heißt zuerst ich als Mann oder ich als Frau. Wir ist, was über dieses Ich hinausgeht. Wir heißen daher vor allem wir als Mann und Frau. Wir heißt auch ich als Mann und Frau ganz, der ganze Mensch. Ganz heißt daher für uns zuerst wir als Mann und Frau. Ganz Mensch werden heißt, ich erweitere mein Ich als Mann, indem ich zugleich Frau werde, mit einer Frau zusammen ein Wir. Umgekehrt heißt es für die Frau, ich werde als Frau zugleich ein Mann und mit dem Mann zusammen ein Wir. Der Mann wird zum ganzen Menschen durch die Frau. Die Frau wird zu einem ganzen Menschen durch den Mann. Wie verwirklicht sich diese Menschwerdung? Sie verwirklicht sich innen und außen. Außen, indem sich der Mann eine Frau nimmt und mit ihr als Paar zusammenlebt. Umgekehrt, indem die Frau sich einen Mann nimmt und mit ihm in einer Lebens- und Liebesgemeinschaft zusammenlebt. Ein Wir und Ganz werden Mann und Frau vor allem in der sexuellen Vereinigung. In ihr werden sie ein Fleisch. Ein Wir und Ganz werden sie auch in ihrer Seele und in ihrem Geist. Wie?
Der Mann erweitert sein Empfinden und sein Gefühl, bis er als Mann zugleich wie eine Frau wahrnehmen kann, wie eine Frau empfinden, fühlen und handeln. Die Frau erweitert ihr Empfinden und Fühlen und ihre innere Ausrichtung, bis auch sie wie ein Mann wahrnehmen, empfinden, fühlen und handeln kann. Beide werden dabei ganz, ohne von ihrem Mannsein oder Frausein etwas aufzugeben, ohne weniger Mann oder Frau zu werden. Wir heißt für sie, als zwei verschiedene werden wir ein Ganzes und als ein solches Ganzes eins, innen und außen eins. Auf die schönste Weise werden sie ein Wir und als ein Wir ganz und eins durch ein Kind. Das Kind, obwohl ein Ich, ist zugleich das Wir seiner Eltern. In ihm sind sie als Mann und Frau für alle sichtbar, eins und ganz. Wohin geht unser Weg zu unserer Menschwerdung? Wohin geht unser Weg, ganz Mensch zu werden? Er geht von unserem Ich als Mann und unserem Ich als Frau zum Wir als Mann und Frau, zum gemeinsamen Leben und Lieben als Mann und Frau und schließlich für alle sichtbar, unteilbar Wir in einem Kind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gemeinsamen Sonntag, gemeinsam mit allen, die Sie lieben, vor allem mit dem Menschen, mit dem Sie ein Wir geworden sind. Ihr Bert Hellinger.